hast plötzlich starke Schmerzen in der Leiste, insbesondere nach dem Sport. Deine Schmerzen werden schlimmer, wenn du hustest, niest oder dich stark bewegst. Diese Symptome können auf eine Sporthernie hindeuten. Aber Achtung, es ist kein Leistenbruch. Heute erfährst du, was es damit auf sich hat, wie du die Beschwerden wieder in den Griff bekommst und wie du langfristig wieder fit wirst. Eine Sporthernie, auch als weiche Leiste bekannt, ist keine klassische Hernie, also kein richtigen Bruch. Weil ein Leistenbruch bedeutet, dass Gewebe, häufig ein Teil vom Darm oder Fettgewebe, durch einen Bindegewebebruch hinausrutscht. Meistens ist es dann halt in der Leistenbereich. Zwischen den Beckenkammknochen und den Schambeinknochen verläuft ein Band. Eine klassische Hernie, einen klassischen Leistenbruch bedeutet, dass es in diesem Bereich eine Bindegewebsschwäche stattfindet und dann entsteht hier eine kleine Lücke. Und durch diese Lücke rutscht dann Gewebe durch. Das heißt, wenn man den Druck in den Bauch erhöht, wird Gewebe von dem Bauchraum in diesen Kanal hineinrutschen und dann hat man diese klassische Beule. Bei einer Sporthernie ist es aber nicht der Fall, weil in dem Bereich keinen Bruch tatsächlich stattfindet. Eine Sporthernie, da sind die Beschwerden eher vorne an den Schambeinknochen auf der inneren Seite von der Leiste. Plus minus in diesem Bereich. Hier setzt auf einer Seite die gerade Bauchmuskel an, auf den oberen Anteil. Und dann gerade auf den unteren Anteil von dem Knochen setzt dann die Hüftadduktoren an. Die Muskulatur, die das Bein ranzieht. Die Ursache, warum genau in diesem Bereich diese Reizung stattfindet, ist ein bisschen komplex. Aber es gibt ein paar Hauptfaktoren, die dafür sorgen, dass eine Sporthernie stattfindet. An erster Stelle, was eine Sporthernie häufig verursacht, sind wiederholte oder eine plötzlich und starke Wende- oder Drehbewegung. Bei vielen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, Tennis oder Hockey, tendiert man häufig, den Fuß auf dem Boden festzulassen und dann mit dem Rumpf über das Bein zu drehen. Diese abrupte Bewegung, dass man in eine Richtung dreht und dann wieder in die andere Richtung sich bewegt, sorgt dafür, dass sehr intensive Scherkräfte genau in diesem Bereich stattfinden. Auf einer Seite die Adduktoren, die dann das Becken über den Fuß rüberzieht. Und genauso muss auch die Bauchmuskulatur den Rest von dem Rumpf, den obere Partie, auch in der Drehung reinbringen. Diese Bewegungen können dann den Sehnenansatz von dieser Muskulatur überreizen bzw. entstehen dort kleine Mikrorisse an der Ansatz von der Muskulatur. Der zweite Hauptfaktor, der dazu beitragen kann, dass eine Sporthernie stattfindet, ist ein Ungleichgewicht von Kraft von den Adduktorenmuskeln und die Bauchmuskulatur. Eine Muskelgruppe zieht zu stark und die andere kann nicht genug Widerstand geben. Und der dritte Faktor ist eine Überbeanspruchung von dieser Muskulatur. Besonders dann, wenn du deine Trainingseinheiten zu schnell und zu stark intensivierst und dazu nicht ausreichend Erholungsphase hast, kommt diese Muskulatur in eine Überbelastungsphase. Das Gewebe wird immer schwächer bzw. kann sich von der Überbelastung nicht erholen und dadurch wird das Gewebe anfälliger für Verletzungen. Welche Symptome macht eine Sporthernie? Die Beschwerden, die Schmerzen, die sind meistens lokal an der Leistengegend. Die können aber ausstrahlen nach unten Richtung Oberschenkel, aber auch nach oben Richtung Bauch, weil sie dort die gerade Bauchmuskel ansetzt. Besonders schmerzhaft sind Drehbewegungen, Stoppbewegungen, aber auch Bewegungen, indem du den Rumpf vorwärts beugst oder stark hustest und niest. Und zuletzt, die Schmerzen entstehen meistens nach der Belastung, bevor du deine Sporttraining-Einheiten beginnst oder in der ersten Phase. Wenn du jetzt halt den Sport machst, werden die Schmerzen meistens weniger. Wenn man nicht handelt, können die Schmerzen so intensiv sein, dass sie dann während der Sportaktivitäten auch nicht mehr abnehmen und dann dauerhaft vorhanden sind.
Die gute Nachricht ist aber, dass du mit gezielten Übungen ohne OP die Schmerzen auch gut wieder in den Griff bekommen kannst, damit du wieder mit voller Kraft in deinen Sport einsteigen kannst. Und wenn du wissen willst, welche Übungen es sind, dann komm mit, das zeige ich dir jetzt. Bei der Sportherne geht es prinzipiell darum, wieder ein Gleichgewicht zu bekommen zwischen der Bauchmuskulatur, den Adduktoren und den Hüftbeuger. Und mit dieser ersten Übung trainierst du genau das. Du setzt dich auf einen Stuhl hin und als erstes wirst du mit der Lendenwirbelsäule rund. Du sagst so ein bisschen zusammen. Das Ziel hier ist, dass man den Bauchmuskel, die von dem Schambein bis zum Brustkorb, erstmal ein bisschen annähert. Jetzt mit einer Hand oder mit der Gegenüberhand bringst du die Hand zu gegenüber Knie in dieses gebeugte Position. Nun drückst du das Knie nach innen gegen die Hand und mit der Hand gibst du einen Widerstand. Bleib in der Position und streck dann den Rumpf, bis du gerade wirst. Halte die Spannung für 10 Sekunden ungefähr und lass es dann wieder los. Setz dich hin, sodass deine Knie 90 Grad und Hüfte plus minus 90 Grad sind. Als erstes wirst du rund von der Lendenwirbelsäule, dass du Schambein plus Brustkorb ein bisschen annäherst. Die betroffene Seite, die wirst du jetzt heben. Bring das Knie nach innen und halte dagegen mit deiner Hand. Halte diese Spannung und versuche dann, den Oberkörper wieder zu strecken, damit du von der Lendenwirbelsäule wieder gerade wirst. Bleib in der Position für 10 Sekunden und lass es dann wieder los. Ablegen und dann die andere Seite. Rund werden mit der Lendenwirbelsäule, die Hüfte, das Bein nach oben bringen, gleichzeitig nach innen drücken. Mit der Hand gibst du da einen Widerstand. Du wirst jetzt sowohl die gerade als auch die schrägen Bauchmuskeln spüren. Halte dagegen und mit der Lendenwirbelsäule wieder gerade werden. Halte für 10 Sekunden. Du wirst besonders an der Innenseite der Leiste, da wirst du auch gut diese Muskel spüren. Halte die Position, lass es wieder los und dann wieder die betroffene Seite. Rund werden, nach innen drücken, mit der Hand dagegen halten, aufrecht von der Lende, 10 Sekunden halten. Und loslassen, wieder rund. 2 Serien solltest du durchführen und jede Serie solltest du dann für mindestens 8 Wiederholungen, jede einzige Wiederholung 10 Sekunden halten. Für das Gleichgewicht brauchst du auch eine gute Beweglichkeit von der Hüfte und der Adduktoren. Und dafür ist dann diese Übung. Mit der betroffenen Seite, die streckst du jetzt aus. Das Knie soll komplett durchgestreckt sein und der Innenrand von dem Fuß, der soll jetzt auf dem Boden sein. Die nicht betroffene Seite, auf der Seite bist du jetzt knien auf dem Boden. Bringe nun beide Hände auf den Boden und von dieser Position versuchst du dann nach hinten auf die Ferse zu sitzen. Wichtig ist, dass die innere Seite vom Fuß die ganze Zeit auf dem Boden bleibt und dein Knie auch die ganze Zeit gestreckt ist. Mit dieser Dehnung wirst du eher ein bisschen die tiefere oder halt die hinteren Seiten von den Adduktoren mehr spüren und dann wieder aufrecht nach oben kommen. Auf die Ferse nach unten hinsetzen, aufrecht wieder nach oben kommen. Wenn du jetzt den Fuß nach oben bewegst, dann hast du eher die Ischius, die Hamstringsmuskulatur. Die wollen wir aber nicht haben. Vielmehr die Adduktoren. Also Fuß auf dem Boden, Hände auf dem Boden, Knie gebeugt, aufrechter Stand und wieder nach unten kommen. Diese dynamische Dehnung sorgt dafür, dass die Beweglichkeit der Hüfte verbessert wird und gleichzeitig die Muskulatur auch an Beweglichkeit, an Dehnbarkeit gewinnt. 20 Wiederholungen sollen das werden. Und wenn du mit der Seite fertig bist, sollst du auch die nicht betroffene Seite machen. Fußrand auf dem Boden, Oberkörper gerade, nach hinten auf die Ferse hinsetzen und dann langsam wieder hochkommen. Die Stabilität vom Rumpf spielt bei der Sporthernie eine sehr wichtige Rolle.
Planks sind eine gute Möglichkeit, um genau diese Muskulatur zu trainieren. Diese Übung, was ich dir jetzt zeigen werde, die ist gut dafür, um die Muskulatur vom Bauch und auch die Adduktoren zu stärken und gleichzeitig die Stabilität vom Rumpf zu verbessern. Die erste Variante. Du gehst auf deine Knie, deine Füße sind aufgestellt, bleiben jetzt auf dem Boden und dann gehst du mit den Händen nach vorne, so dass du mit dem Knie, Hüfte und Schulter in eine Linie bist. Achte darauf, dass du jetzt nicht runterfällst und dass deine Ellenbogen nicht durchgebeugt sind, genauso wie dein Becken auch nicht nach unten fallen sollte, dass du im Hohlkreuz kommst. Also halte den Rumpf ganz gerade. Wenn du die Füße hochhebst, wird es auch etwas schwerer, aber du kannst sie erstmal auf dem Boden lassen. In dieser Position versuchst du jetzt, die eine Hand hochzuheben, paar Sekunden oben zu halten und dann die andere Seite. Du wirst spüren, dass du bei dieser Übung gut die Bauchmuskulatur aktivieren kannst. Gleichzeitig auch den Hüftbeuger und auch deine Rückenmuskulatur. 20 Mal, also 10 Mal jedes Hand, kurz hochheben, oben ein paar Sekunden halten und dann wieder loslassen. In dem Moment, wo man die Hand hochhebt, tendiert es den Rumpf nach vorne wegzufallen. Genau dagegen solltest du jetzt halt anspannen, sodass du die Bauchmuskulatur, auch die Rückenmuskulatur und den Hüftbeuger gut aktivierst. Je weit auseinander deine Hände sind, desto schwieriger die Übung. Du kannst Daumen auch zu Daumen rannehmen, ganz nah, und dann wird es leichter. Je nach Trainingszustand, such die Variante aus, wo du die Muskulatur gut spüren kannst, aber ebenfalls auch gut kontrollieren kannst. Bei der Behandlung von Beschwerden geht Qualität vor Quantität. Also 10 Wiederholungen jeder Hand und dann ist Pause angesagt. Und diese Übung solltest du dann für 2 Serien durchführen. Wenn du mehr für deine Gesundheit machen willst und mehr Verantwortung auch übernehmen willst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Videos mit neuen Infos, wie du mit einfachen Übungen von zu Hause Schmerzen lindern kannst und Beweglichkeit verbesserst. Und los geht's mit den 2 nächsten Übungen. Das Gleichgewicht zwischen Bauchmuskulatur und Adduktoren. Das erreichst du auch mit dieser Übung. Leg sie auf den Rücken. So ein kleiner Ball kann dir helfen, um mehr Aktivierung von den Adduktoren zu kriegen. Du kannst auch einen Yoga-Block nutzen oder so eine Faszienrolle. Leg das Teil zwischen deine Knie. Deine Hände kommen nur und stützen den Nacken. Als erstes drückst du den Ball zusammen. Quetsch den Ball ganz doll zusammen, damit du deine Adduktormuskulatur schon gut spüren kannst. Und dann versuche, das Bein zu dir ranzubringen. Bis zum Rumpf nach oben und wieder loslassen nach unten. Das ist erstmal die leichteste Variante, also Schulterblätter oder den Oberkörper leicht von dem Boden erhöht. Mit deinen Händen hältst du den Kopf gut fest, damit die Belastung für den Nacken etwas weniger wird. Halte die Position und bringe dann den Ball nach oben Richtung Brustkorb und langsam wieder runterlassen. In dem Moment, wo deine Beine runterkommen, achte darauf, dass du nicht zu übertrieben in ein Hohlkreuz fällst. Also die Muskulatur vom Bauch immer angespannt halten, weiter zu dir nach oben bringen und dann langsam runterlassen, ohne übermäßiges Hohlkreuz. Das wäre die leichteste Variante. Wenn du die gut und beschwerdenfrei kannst, dann würde man beide Übungen kombinieren. Dynamisch, Knie zu dir ran und gleichzeitig auch den Rumpf hoch. Wieder runter. Knie zu dir ran und wieder runter. Denke dran, die ganze Zeit den Ball zusammenzudrücken, damit du auch eine höhere Aktivierung von den Adduktoren hast. Diese Übung solltest du dann für 5 Serien wiederholen und jeweils 10 Mal. Also 5 Serien mit 10 Wiederholungen. Zwischen jeder Wiederholung muss auch dann mindestens 45 Sekunden Pause stattfinden, damit sie den Bereich etwas wieder erholen kann. Und zu guter Letzt,
Wenn man Leistenschmerzen hat, kommt man nicht drum herum, auch die Adduktoren zu trainieren. Eine exzellente Möglichkeit, die Adduktoren zu trainieren, ist mit den Kopenhagener Planks. Ich zeige dir jetzt erstmal die leichteste Variante und danach noch 2 weitere, die etwas anspruchsvoller sind. Leg dich auf die Seite. Die Seite, die du Beschwerden hast, bleibt nach oben und die untere Seite wirst du nun mit den Armen auf den Boden legen, so dass dein Arm unterhalb von der Schulter liegen kann. Ein Bein bringst du jetzt in 90 Grad nach vorne und die Seite, die du jetzt trainieren willst, die bringst du jetzt in 90 Grad nach hinten. Deine Hand kannst du jetzt auf die Hüfte platzieren. Das wird dir helfen, dass du einfach ein Gefühl bekommst, dass die Hüfte nicht so doll nach vorne wegweicht oder auch nicht nach hinten. In dieser Position versuchst du nun, das Knie nach unten Richtung Boden zu drücken, aber gleichzeitig den Rumpf von dem Boden hochzuheben, dass du diese Bewegung machst. Also Gesäßhälfte vom Boden hoch, das Knie wird nach unten Richtung Boden gedrückt. Oben kurz halten für ungefähr 3 bis 5 Sekunden und dann wieder loslassen. Nach oben hochkommen, kurz halten von 3 bis 5 Sekunden und dann das Gesäß wieder ablegen. Wenn du diese Übung gut kannst und du die Muskulatur dabei nicht so doll beansprucht fühlst, dann kannst du das Gleiche machen, aber zusätzlich hebst du dann noch das gesamte Bein hoch, das was nach vorne liegt. Halte die Position für 5 Sekunden und lege dann das Becken wieder ab. Knie nach unten drücken, Becken plus Bein hochheben, 5 Sekunden halten und wieder loslassen. 2 Serien von 8 bis 10 Wiederholungen sollen das werden und jede einzelne Wiederholung für 3 bis 5 Sekunden halten. Und die letzte und schwierigste Variante ist, dass man das Bein dann gestreckt nach oben hält. Es kann auch ein Stuhl oder ein Hocker sein. Achte darauf, dass dein Rumpf gerade bleibt, was Knie, Hüfte und Schulter bleibt, an den Unterarmsturz und in der Position das gesamte Bein dann hochheben. 5 Sekunden halten und dann loslassen. Wieder nach oben, 5 Sekunden halten und loslassen. Immer beide Seiten trainieren. 2 Serien, jeweils von 8 bis 10 Wiederholungen. Wenn du Leistenschmerzen hast, aktiv sportlich wieder unterwegs sein willst, dann probier diese Übungen aus. Die solltest du für mindestens 3 Mal in der Woche durchführen. Ziel wäre sogar 5. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!